So, ich habe jetzt schon zu viel ausgeschweift, aber ich habe schon ein bisschen von der nächsten Frage mit einbezogen. Ja, stimmt. Ich wollte über österreichische Situation etwas von dir wissen, aber ich denke, du hast einen so reichen Erfahrungsschatz und weltweit kann man sagen, in vielen Bereichen. Und was mir in diesem Zusammenhang auch aufgefallen ist, oder vielleicht kannst du etwas sagen zu dem Thema, weil es wird ja in den Menschenrechten die Meinungsfreiheit als ein sehr hohes oder das höchste Gut angesprochen. Aber jetzt wird schon klar, dass auch Ethik ein wichtiger Punkt ist, weil es wird das Thema Hassrede auch immer wieder thematisiert. Und wer definiert, was ist Hassrede, wer definiert, was ist Ethik, weil da könnten natürlich Journalisten sehr leicht auch unter Druck kommen, wenn sie Themas ansprechen und die dann aber als Hassrede oder unter dem Thema Meinungsfreiheit entweder nicht erlaubt oder hat man keine Chance dagegen vorzugehen. Wie denkst du darüber? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich meine, Hate Speech hier in Europa, in Amerika haben wir Gesetze jetzt gegen Hate Speech. Das ist auch noch nicht so lange her, aber das sind jetzt Gesetze. Aber das ist eine sehr delikate Angelegenheit. Ne? Ich meine, Hate Speech ist nicht gleich Hate Speech. Und außerdem, ich finde, dass ein Gesetz gegen Hate Speech berechtigt ist. Ne? Aber, ja, warum? Warum? Richtige Hate Speech, damit ist gemeint die Aufforderung oder Incitement in Englisch, Incitement of Violence. Ja? Äh, und nicht unbedingt aufrufen zur Gewalt, sondern einfach jemanden so zu porträtieren, damit es dann Gefühle von oft instabilen Menschen so herausfordert, dass sie zur Gewalt greifen. Ne? So, und hate speech produces violent actions. Das ist eine Maxime, da kann man damit rechnen. Ne? Ja. Dass da, wenn Hate Speech, Hassrede, wenn das forciert wird und wiederholt wird und wenn dem nicht Einhalt geboten wird, dann kommt irgendwann Gewalt heraus. Ne? Und deshalb macht es Sinn, um Hate Speech zu limitieren. In Europa haben wir immer noch oder immer mehr das Problem von Antisemitismus. Wir haben hier ein sehr dunkles Erbe in Europa. Und so, es ist jetzt wieder sehr in. Antisemitismus ist jetzt wieder sehr in Europa. Das ist sehr schade. Und das hat wirklich so, hier kann man ganz genau beobachten, dass Gewalt gegen jüdischen Mitbürgern durch Hate Speech gefördert wird. Ne? So, aber es wird nicht genug dagegen getan. Ne? Es gibt da verschiedene Gebiete in Deutschland, zum Beispiel in Ostdeutschland, ehemaligen Ostdeutschland, ist es viel stärker als in Westdeutschland. Ostdeutschland ist natürlich auch die AfD sehr stark. Ne? In Österreich kann man das nicht so lokalisieren, ne? Aber auch hier haben wir immer noch
Hate Speech. Es gibt jetzt auch einen neuen Judenhass, eine neue Identitätsgruppe, die zuständig ist für Judenhass. Das ist natürlich das sind die Islamisten natürlich. Ne? Und die haben generell ist es fast überwiegend jetzt, dass das Antisemitismus von der islamistischen Szene kommt. Ne? Aber nicht nur, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ne? So. Ja, danke schön, Peter, für diese Erklärung. Natürlich, das Thema Ethik wäre auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich das mit Weltanschauungsfragen zu tun hat und das auch wieder ein sehr heikles Thema ist. Aber kannst du kurz dazu etwas sagen, was deiner Meinung nach Ethik im Journalismus bedeuten würde? Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, Ethik im Journalismus. Und auch ein sehr delikates Thema. Ne? Weil der Grund dafür, warum das so delikat ist, es gibt immer mehr Journalisten, die sozusagen die Ethik im Journalismus verwechseln mit Erwartungen ihrer Redaktion. Ne? Es ist nicht immer das Gleiche. Ne? Man spricht über die Schere im Kopf bei Journalisten. Ne? Ja, bevor wir irgendetwas Kontroverses sagen oder so, zensieren wir uns schon selbst. Ne? Ja. Und das ist natürlich problematisch im freien Journalismus. Ne? Aber Ethik ist so wichtig. Ich würde sagen, dass die Grundsätze von Ethik, ne? den Respekt vor der Würde des Menschen und so weiter, ne? Besonders im Journalismus zählen. Ja. Und eine journalistische Ethik ist natürlich the commitment to truth. Ne? Meine Arbeitssprache ist eigentlich Englisch, deshalb habe ich manchmal Probleme, mich auszudrücken in Deutsch. Bitte bitte um Entschuldigung. So, aber wenn ein Journalist jetzt wirklich dazu steht, dass er die Wahrheit berichtet, ja, und sich nicht von irgendwelchen Zwängen leiten lässt, ne? Irgendwelchen externen Zwängen, auch wenn sie seine Existenz bestimmen. Ne? Das ist ein ethischer Journalist, finde ich. Ne? Ja. Und natürlich, dass die Berichterstattung auf der Basis von Artikel 19 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung ist natürlich sehr essentiell, ne? Für ethischen Journalismus. Ne? Zum ethischen Journalismus gehört auch, dass man Regierungen oder Machthaber, die die Würde des Menschen systematisch verletzen, dass man die zur Rede stellt, dass man die herausfordert. Das ist für mich ethischer Journalismus. Ne? Im Englischen gibt es das Sprichwort
speaking truth to power. Mhm. Ja? So, das ist eine der wichtigsten Rolle der Medien überhaupt. Ja? Mhm. Die Rolle der Medien ist nicht nur kommerziell, dass man einfach Informationen austauscht und so. Die Rolle der Medien, man könnte sagen, das ist wirklich die Essenz von guten Journalismus. Seit jeher. Die Rolle der Medien ist wirklich, man sagt auch die vierte Kolumne. Die Rolle der Medien ist, den Machthabern auf die Finger zu schauen, Korruption aufzudecken. Korruption unter den Politikern, Parteien, Regierungen, Korruption von großen Firmen und so weiter, ne? Corporations. Das ist die Rolle der Medien. Eine ganz wichtige Rolle. Ne? Man kann auch ganz klar sehen, ne? in der Welt, das ist zum Thema hier jetzt. Ne? Wenn, wenn eine Diktatur durchgreift, das erste Opfer sind die freien Journalisten. Die sperren Zeitungen zu. Ich bin so erschüttert über was in China passiert und was in Russland passiert. Ich bin sehr erschüttert. Ich meine, ich kriege da ständig Berichte über Reporter ohne Grenzen und andere Quellen. Ich bin auf verschiedenen Listen und Gruppen, wo ständig Berichterstattung, man kommt da gar nicht mehr nach. Ne? Und es wird ständig auf die Medien eingehauen. Ne? Und solche Supermächte wie Russland zum Beispiel, ne? Die verbieten einfach freie Medien. Ein paar freie Medien haben sie noch gehabt. Ne? Aber die wurden zugesperrt. Zum Beispiel Novaya Gazeta. Ne? Novaya Gazeta ist ein kritischer Media-Outlet in Moskau. Und jetzt, die wurde, ich weiß nicht, ob sie schon zugesperrt wurde. Ich glaube, sie wurde zugesperrt, Novaya Gazeta. Auf jeden Fall wurde zugesperrt. Ne? Der Chefredakteur, Direktor von Novaya Gazeta hat sogar den Nobelpreis bekommen jetzt. Ne? Und eine der prominentesten Journalistinnen von Novaya Gazeta war die Anna Politkovskaja, die 2006 oder 2007, sie wurde ermordet. Die hat das Buch geschrieben, ihr bekanntestes Buch, ich habe das ein paar Mal gelesen schon, würde ich sehr empfehlen. Putins Russland. Und in dem Buch hat sie hauptsächlich über den Tschetschenienkrieg berichtet, ne? Und die Gräueltaten der russischen Armee dort und so weiter. Ne? Aber sie ist eine brillante Journalistin, sie hat da persönliche Beispiele aufgezeigt, ne? Von diesen. Sie hat sehr viele selbst interviewt und sie ist dorthin gereist und so weiter. Und sie hat das veröffentlicht. Sie hat natürlich regelmäßig in Novaya Gazeta geschrieben. Und
sie wurde dann, es ist ganz klar, dass Putin von ihrer Berichterstattung sehr, sehr beleidigt war. Es hat ihn in ein sehr schlechtes Licht gestellt, damals schon. Und sie wurde am Putins Geburtstag, man stelle sich das vor, am Putins Geburtstag wurde sie in einem Stiegenhaus erschossen, von hinten. Und 4 Schüsse, 3 Schüsse in den Rücken und 1 Schuss in den Kopf. So, man sagt jetzt natürlich, hat Putin das angeordnet. Das wissen wir nicht, aber es zählt auch nicht wirklich. Wir wissen nur, dass an die 6 Journalisten von Novaya Gazeta erschossen wurden oder kalt gemacht wurden. Der Chefredakteur, ich habe vergessen, wie er heißt, Muratov, also, der jetzt den Nobelpreis bekommen hat, der hat erzählt, dass er jedes Mal, wenn er in sein Redaktionsbüro geht, hat er einen starken Faktor, der ihn motiviert. Was ist das? Das sind die Bilder, die an der Wand hängen von den 6 ermordeten Journalisten seiner Zeitung. Und nur so ein Fun, nicht Fun, so eine Nebeninformation, die sehr interessant ist dass keiner der Mörder, dass keiner der Morde aufgeklärt wurde. Aber das hat Tradition in Russland, in Putins Russland. Das muss man sich vorstellen. Es gibt Prozesse, hier wurden auch 4 Tschetschenen oder so verantwortlich gemacht, aber das hat sich alles im Sand verlaufen. So, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und bei diesem UN-Tag hat ja auch die Director General von der UNESCO, die Mrs. Audrey Azoulay, hat ja auch gesagt, dass seit 10 Jahren gibt es diesen Tag, der internationale Tag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an Journalisten ist. Und es wurden ungefähr von 2006 bis 2020 1200 Journalisten weltweit ermordet. Und ungefähr nur 13% sind behandelt worden. Also 87% wurde nicht geklärt oder sogar nicht behandelt oder angegangen. Aber bei den 13% ist auch noch eine sehr geringe Aufklärungsquote. Ich kann das dann in den Beschreibung vom Video hinein posten und auch die Informationen. Vielleicht können wir jetzt abschließen und du kannst mir auch noch ein paar Buchempfehlungen geben, die ich da mitposten kann, weil gerade Informationen von wichtigen Leuten ist schon sehr wichtig, dass man die auch bekannt macht. Und so danke ich dir für diese Informationen und möchte vielleicht noch bitten, ein Schlusswort von deiner Seite zu diesem Tag und zu dieser Runde. Ja, vielen Dank. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Zoom-Konferenzen am heutigen Tag, die in Österreich laufen. Ich wollte nur noch auf 2 Punkte aufmerksam machen. Was jetzt im Iran passiert, ja, dass die Mullahs versuchen, dass die Mullahs quasi das Internet verbieten. Ja. Das ist ein sehr bezeichnender Tatbestand. Ne? Und wir hoffen alle, die Journalisten hoffen, dass
dass Elon Musk seine Starlinks auch für Iran verfügbar macht. Ne? Weil das Internet ist so wichtig, um Menschenrechte zu verteidigen. Ne? Und auch China. In China spielt dieser Aufdeckungsjournalismus eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ne? Aber in China, ich meine, China ist auf dem Pressefreiheit-Index 185 rangiert. Ne? Und ein persönlicher Freund von mir, der Dr. Massimo Trovini, der Religionswissenschaftler und der die größte Bibliothek hat über neue Religionen weltweit in Turin, der selbst 70 Bücher geschrieben hat und der jetzt seit ein paar Jahren einen Media-Outlet hat, eine Tageszeitung sozusagen, Bitter Winter, nennt sich Bitter Winter, ständig über Menschenrechtsverletzungen berichtet. Und sehr viel über China. Der hat mir bei einer OECD-Konferenz gesagt, dass 20 seiner Quellen, seiner Berichterstatter aus China, ne, vor Ort, ne, die haben Berichterstatter aus vor Ort ganz tief in China drinnen. 20 sind weg vom Fenster. Man hört nicht mehr, man weiß nicht, wo sie sind. Er meint, dass sie entweder im Gefängnis sitzen oder getötet wurden. Ne? Aber trotzdem setzen jetzt auch noch immer viele sich der Gefahr aus, einfach um die Wahrheit des totalitären Systems in China, des brutalen Systems aufzudecken. Ne? Das wollte ich noch sagen. Ne? Ja, herzlichen Dank. Das ist ein wichtiger Aspekt und ich denke, hier in Europa und im Westen sind wir uns dieses Wertes, dieser Freiheit nicht bewusst und ich denke, oder nicht genug bewusst. Ich denke, das Sprichwort auf Englisch, if you don't use it, you lose it, kommt da wirklich einer großen Bedeutung zu. Und so möchte ich das jetzt abschließen und danke dir nochmals für diese ausführliche Information zu diesem wichtigen Tag. Und natürlich weiß ich, du hättest noch viel mehr zu sagen und so. Aber ja, das können wir vielleicht an anderer Stelle mal fortsetzen. Aber danke schön vielmals für dieses heutige Gespräch. Gerne. So, danke.